Herzlich willkommen zum 4. Teil dieser Einführung in Kants Ethik. In dieser Folge geht es um das Problem der Pflichtenkollision, auf das wir schon im letzten Clip beim Beispiel der ehrlichen Mutter gestoßen sind. Was passiert nämlich, wenn zwei Pflichten aufeinanderstoßen? Zum Beispiel die Pflicht, die Wahrheit zu sagen und die Pflicht zu helfen. Kant unterscheidet hierfür vollkommene und unvollkommene Pflichten. Außerdem lernen wir eine neue Formel des kategorischen Imperativs kennen, die Zweck-an-sich-Formel. Wir starten mit einer kleinen Wiederholung zu den Inhalten aus dem letzten Clip, in dem es um die Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs ging. Laut Kant ist der Mensch gleichzeitig Vernunftwesen und Sinnenwesen. Nur wenn ausschließlich die Vernunft, nämlich das moralische Gesetz, den Willen bestimmt, handelt es sich um eine Handlung aus Pflicht, und nur Handlungen aus Pflicht sind laut Kant moralisch. Das moralische Gesetz entspricht dem kategorischen Imperativ. Dieser lautet in der Universalisierungs-, also Verallgemeinerungsformel: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Alex' Mutter aus dem letzten Clip handelte ausschließlich vernünftig und sagte deshalb den Geldeintreibern, die nach ihrem Sohn suchten, die Wahrheit. Denn die Maxime, lüge, wenn du dich daraus aus einer unangenehmen Situation befreien kannst, kann nicht als allgemeines Gesetz gewollt werden. Weder ihre Neigung, die Liebe zu ihrem Sohn, noch die erwarteten unangenehmen Konsequenzen spielten bei ihrer Entscheidung, die Wahrheit zu sagen, eine Rolle. Hatte die Mutter neben der Pflicht, die Wahrheit zu sagen, nicht aber auch gleichzeitig die Pflicht, ihrem Sohn durch eine Notlüge zu helfen? Kant unterscheidet vollkommene und unvollkommene Pflichten. Bei den vollkommenen Pflichten handelt es sich um eine strenge Form der Verpflichtung, die keine Ausnahme zulässt. Die Verallgemeinerungsfrage lautet hier: Lässt sich eine bestimmte Maxime widerspruchsfrei als allgemeines Gesetz denken? Gibt es also keinen logischen Widerspruch, wenn die Maxime verallgemeinert wird? Bei den unvollkommenen Pflichten handelt es sich um eine mildere Form der Verpflichtung. Die Verallgemeinerungsfrage lautet hier: Lässt sich eine bestimmte Maxime als allgemeines Gesetz wollen? Bei einer Pflichtenkollision müssen laut Kant die vollkommenen Pflichten stärker berücksichtigt werden. Kant selbst nennt einige Beispiele für vollkommene und unvollkommene Pflichten und unterscheidet hierbei nochmal zwischen Pflichten gegenüber sich selbst und Pflichten gegenüber anderen. Sein Leben zu erhalten, sich also nicht umzubringen, obwohl man mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist eine vollkommene Pflicht gegenüber sich selbst. Die Maxime „Töte dich selbst, wenn du dadurch Schwierigkeiten vermeiden kannst“, lässt sich als allgemeines Gesetz nicht widerspruchsfrei denken. Die Vermeidung von Schwierigkeiten dient laut Kant nämlich der Beförderung des Lebens. Die Beendigung des Lebens widerspricht logisch diesem Prinzip. Eine schwächere, Kant spricht von unvollkommener Pflicht, ist die Pflicht zur Entfaltung der eigenen Fähigkeiten oder Talente. Man kann nicht wollen, dass Menschen ihre Talente nicht verwirklichen. Ein solches Gesetz wäre aber nicht unlogisch und theoretisch denkbar. Eine vollkommene Pflicht gegenüber anderen haben wir bereits ausführlich in den letzten beiden Clips besprochen. Es geht um das Verbot, gegebene Versprechen zu brechen. Die Maxime „Lüge, wenn du dich daraus aus einer unangenehmen Situation befreien kannst“, kann als allgemeines Gesetz nicht nur nicht gewollt, sondern nicht einmal gedacht werden. Da das Prinzip Lügen nämlich auf dem Prinzip der Wahrhaftigkeit beruht, also nur dann funktioniert, wenn ich davon ausgehe, dass der andere die Wahrheit sagt, würde sich mit einem solchen allgemeinen Gesetz zu lügen die Maxime selbst zerstören. Lügen wäre so nicht mehr möglich. Als Beispiel für eine unvollkommene Pflicht gegenüber anderen nennt Kant die Pflicht zur Hilfsbereitschaft. Ich kann nicht wollen, dass niemand dem anderen hilft. Ein solches allgemeines Gesetz wäre aber widerspruchsfrei denkbar. Zur Erinnerung: Wenn mehrere Pflichten gleichzeitig auftreten, diese sich aber widersprechen, also bei einer Pflichtenkollision, haben laut Kant die vollkommenen Pflichten Vorrang vor den unvollkommenen Pflichten. Nochmal zurück zu Alex' Mutter.
Ihr Wille wird weder von Neigung noch von erwarteten Konsequenzen, sondern allein von der Achtung für das moralische Gesetz, dem kategorischen Imperativ, bestimmt. Alex' Mutter sagt den Geldeintreibern die Wahrheit, obwohl sie ihren Sohn liebt und negative Konsequenzen fürchten muss. Es handelt sich um eine Handlung aus Pflicht. Bei der Pflichtenkollision zwischen der vollkommenen Pflicht, die Wahrheit sagen, und der unvollkommenen Pflicht, ihrem Sohn durch eine Lüge zu helfen, hat die vollkommene Pflicht Vorrang. Vielleicht warst du vorhin beim Selbsttötungsverbot nicht hundertprozentig von Kants Argumentation überzeugt. Unter anderem für solche Fälle kann neben der Universalisierungsformel eine weitere wichtige Formel des kategorischen Imperativs herangezogen werden. Neben der Universalisierungsformel handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde, formuliert Kant auch noch die Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs. Diese lautet: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Es ist also verboten, sich selbst oder andere Menschen zu instrumentalisieren, sie ausschließlich als Mittel zu missbrauchen. Dass diese Formel Suizid verbietet, leuchtet unmittelbar ein. Wenn ich mich selbst töte, benutze ich mich selbst nur als Mittel und nicht als Zweck an sich. Wie begründet Kant diese Formel? Warum sollte der Mensch immer gleichzeitig als Zweck an sich und niemals nur als Mittel gebraucht werden? Grund für das Instrumentalisierungsverbot ist die Menschenwürde. Diese begründet Kant aus seinem Menschenbild heraus. Aufgrund ihrer Vernunft verfügen Menschen über Autonomie. Sie können sich also selbst frei Zwecke setzen. Diese Fähigkeit begründet ihre Würde. Behandle ich Menschen nur als Mittel und nicht gleichzeitig als Zweck an sich, verletze ich ihre Würde. Wäre es mit der Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs erlaubt zu lügen, um sich aus einer unangenehmen Situation zu befreien? Nein, denn wenn ich jemanden anlüge, benutze ich ihn nur als Mittel. In diesem Fall, um mich aus einer unangenehmen Situation zu befreien und nicht gleichzeitig als Zweck an sich. Damit verletze ich seine Würde. Jetzt weißt du alles Wichtige über Kants Ethik. Du kennst Kants Menschenbild, die unterschiedlichen Handlungsarten und 2 wichtige Formeln des kategorischen Imperativs. Bestimmt hast du dir mittlerweile auch schon eine erste Meinung zu Kants Ethik gebildet. Überzeugt dich seine Ethik? Findest du den kategorischen Imperativ sinnvoll oder bist du eher kritisch eingestellt? In der letzten Folge dieser Reihe geht es um die Vor- und Nachteile von Kants Ethik. Vielleicht entdeckst du dort ja einige deiner eigenen Argumente und Kritikpunkte wieder. Um dein Wissen zu überprüfen und zu vertiefen, empfehle ich dir folgende Lernsets auf Quizlet. Im Lernset Kant, der kategorische Imperativ, geht es um die verschiedenen Formeln des kategorischen Imperativs. Neben der Universalisierungs- und der Zweck-an-sich-Formel lernst du hier auch die Naturgesetz- und die Reich der Zwecke-Formel kennen. Im Lernset Kant, Anwendung des kategorischen Imperativs, kannst du mit Hilfe der Universalisierungsformel und der Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs unterschiedliche Maximen überprüfen. Dabei wird jeweils die goldene Regel gegenübergestellt, die du auf keinen Fall mit dem kategorischen Imperativ verwechseln darfst. Viel Spaß beim Lernen und Vertiefen und bis bald!